Heute geht es um einen Geist, der Unglücke voraussagt, und eine Mühle, bei deren Bau der Teufel selbst seine Hände im Spiel gehabt haben soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Euer Totengräber befindet sich heute im Schlosspark Herten. Eine nette Parkanlage, um die sich gleich zwei düstere Legenden ranken. Eine gruseliger als die andere. Das Schloss Herten wurde 1376 erstmals urkundlich erwähnt. Man erzählt sich, dass einer der früheren Schlossherren ein kräftiger und trotziger Mann war. Seine Frau starb früh und seine hübsche Tochter war sein Ein und alles. Das Schloss Herten soll sich zu dieser Zeit aufgrund von Grenzstreitigkeiten in einer Fehde mit einer anderen Burg befunden haben. Überfälle auf gegnerisches Eigentum und gegenseitige Angriffe auf die Burgen kamen immer wieder vor. Der gegnerische Schlossherr hatte einen Sohn, und wie bei Romeo und Julia verliebten ausgerechnet er und die Tochter des Härtner Grafen sich ineinander. Als der Graf von dieser Liebe erfuhr, geriet er in flammenden Zorn. Niemals würde er einer Ehe mit dem Feind zustimmen. Er warf seine Tochter in einen dunklen, feuchten Kerker, dessen Gitterfenster knapp über der Wasserlinie des Burggrabens lag. Der Graf ließ seiner Tochter die Wahl, entweder einen von ihm vorgeschlagenen Freier zu heiraten oder im Kerker zu verhungern. Als der Liebhaber der Grafentochter davon hörte, versuchte er seine Liebe heimlich aus dem Kerker zu befreien. Er trank jedoch bei dem Versuch im Burggraben. Die Grafentochter verstarb kurz darauf an gebrochenem Herzen. Allerdings fand ihre Seele keine Ruhe. Angeblich hörte man danach an den Wochentagen ihres Todes um Mitternacht ein Klirren und Wehklagen aus dem Kerker und danach ein Platschen im Wasser. Dann kam der Jahrestag des Dahinscheidens der Grafentochter. Der Graf wälzte sich in seinem Bett hin und her, als die Glocke der kleinen Schlosskapelle 12-mal läutete. Der Graf lief zum Fenster, um nachzuschauen, warum die Glocke schlug. Da gefror ihm das Blut in den Adern. Der Mond schien auf den Wassergraben des Schlosses, und auf der glitzernden Wasseroberfläche stand die geisterhafte Gestalt einer Frau, in einem blutüberströmten Kleid. Auf ihren Händen trug sie ein Skelett. Langsam näherte sie sich dem Schloss, bis sie kurz vor dem Grafen verschwand. Später in der Nacht, der Graf hatte seinen Schrecken noch nicht ganz überwunden, läutete die Glocke abermals. Diesmal wurde Sturm geläutet. Die Feinde des Grafen waren in die Burg eingedrungen, um den Tod des Sohnes zu rächen. Der Graf starb in dieser Nacht durch die Waffen seiner Feinde. Man sagt, von dieser Zeit an soll die Geisterfrau immer wieder mal gesehen worden sein. Und immer kündigte ihr Erscheinen ein tragisches Unglück an. So ist auch folgendes, späteres Vorkommnis überliefert. Eine junge Gräfin saß eines Abends im Schloss und erwartete sehnlichst die Rückkehr ihres Mannes. Als sie gerade einnickte, ließ ein heftiger Windstoß das Gemäuer erzittern. Die Gräfin schreckte auf und warf einen Blick aus dem Fenster.
Über der Wasserfläche sah sie eine Frauengestalt in einem blutroten Kleid, die sich dem Schloss näherte und durch die Mauer in das Gebäude schritt. Die Gräfin fiel vor Schreck in Ohnmacht. Als sie erwachte, erfuhr sie von ihrer Zofe, dass auch der Torwächter und einige Diener den Geist gesehen hatten. Im Morgengrauen dann wurde der Leichnam ihres Mannes zum Schloss getragen, der in der Nacht so unglücklich vom Pferd gestürzt war, dass er dabei zu Tode kam. Geister von Urahninnen, die mit ihrem Spuk tragische Unglücke ankündigen, nennt man noch heute weiße Frauen. Wie schon erwähnt, rankt sich um den Schlosspark noch eine weitere Legende. Ein armer Müller wollte hier an einem neuen Standort mit einer neuen Mühle endlich sein Glück machen. Da er auf sich allein gestellt war, schuftete er von früh bis spät am Bau seiner Mühle. Irgendwann kam er ans Ende seiner Kräfte. Zu Tode erschöpft und von Fieber geplagt, lag er auf seinem Lager. Da soll plötzlich mit lautem Gepolter der Teufel persönlich in seiner Hütte erschienen sein. Er bot dem Müller im Tausch für seine Seele nach dem Tod an, die Mühle in einer Nacht fertig zu bauen und bis zum ersten Hahnenschrei fertig zu sein. Nach längerem Zögern willigte der Müller ein. Mit Blut wurde ein Vertrag unterschrieben. In der Nacht machte sich der Teufel an die Arbeit. Mit unheimlicher Geschwindigkeit setzte er Stein auf Stein. Die Mühle wuchs und wuchs. Der Müller beobachtete den Teufel heimlich aus einem Gebüsch. Gegen Morgengrauen war die Mühle tatsächlich fast fertig. Es fehlten nur noch die Mahlsteine. Heimlich stellte der Müller einen Stein auf, gab ihm einen Schubs und ließ ihn wie ein Rad in den Teich rollen. In dem Moment trat der Teufel aus der Mühle. Er sprang in das Wasser, hob den Mahlstein aus der Tiefe und schleppte ihn zurück zur Mühle. Doch da erklang der erste Hahnenschrei. Lachend trat der Müller aus dem Gebüsch. Der Teufel aber wurde zornig. Er warf den Stein mit solcher Wucht von sich, dass dieser das Dach der Mühle streifte und beschädigte und weit davonflog. Die Erde erbebte und sogar der Teich soll plötzlich leer gelaufen sein. Der Müller wurde zu Boden geschleudert und verlor das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, war der Teufel verschwunden. Man sagt, der Müller soll jahrelang in der Mühle gelebt haben und ein wohlhabender Mann geworden sein. Doch eines Tages fand man ihn am Ufer des Teiches liegen, mit verdrehtem Genick. Seitdem wollte niemand mehr in der Mühle leben. Sie zerfiel und ist heute nicht mehr zu sehen. Auf der anderen Seite der Teiche und des Schlosses befindet sich heute ein Mahlstein. Manche sagen, er stammt von der Teufelsmühle. Und manche sagen sogar, dies wäre der Stein, den der Teufel bis hierhin geschleudert hat.